Hi und einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Ditzingen, Baden-Württemberg. Ja, ich habe es euch ja versprochen. Ich mache jetzt den Langstreckentest für den ID.7, den ich gestern bekommen habe. Ich muss sagen, für mich ist es ein sehr schönes Auto. Ich bin ja gestern schon eine kleine Strecke gefahren in der Stadt und für mich gab es nichts zu bemängeln bis jetzt. Ja, ich habe das weiße Lenkrad gewählt. Ich weiß nicht, ob das sehr eine gute Investition war, aber ich denke mal, man gewöhnt sich dran. Ja, das Auto macht noch einige Updates, weil wie gesagt, es ist neu. Da hinten sind noch meine Winterreifen und alles drin. Ja, ich glaube, ich werde erst mal losfahren. Übrigens, wir haben 14 Grad. Sehr schönes Wetter. Heute werden noch bis zu 20 Grad. Ich denke, mein Ziel ist es, bis nach Himmelkron zu fahren. Das ist ungefähr die Hälfte, wie mit dem Passat schon, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt. Ja, da werde ich was essen, werde ich was trinken, werde ich einen Ansteck mal laden und da werde ich mal sehen, wie es so funktioniert und ob das alles so passt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und mein Ziel ist es, wie gesagt, ich wollte in Himmelkron einmal laden und dann wollte ich eigentlich durchfahren. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich den Akku bis zu 100% geladen. Ja, ich weiß, macht man nicht, eigentlich nur 80%, aber ich denke mal, da ich heute etwas weiterfahre, sind die 100% gar nicht mal so schlecht. Ja, dann werden wir mal sehen, wie das alles so funktioniert mit den ganzen Assistenten, mit dem Heat-Up-Display, mit dem Authentic Reality Display oder wie sich das nennt. Ja, mal sehen, ob ich länger unterwegs bin oder ob ich entspannter unterwegs bin. Oder mal sehen, was die Zeit so bringt. Ja, ich bin jetzt auf der Autobahn und ja, bevor ich ins Navi eingegeben habe, wo ich hinfahre, hat es mir angezeigt 512 oder 570 Kilometer Reichweite. Ja, jetzt dann habe ich das Ziel eingegeben und dann zeigt es mir nur noch 412 Kilometer Reichweite an bei 100%. Ich weiß nicht, ob das Navi erkennt, dass du auf die Autobahn fährst oder dass du vielleicht schneller fährst, dass du eine andere Reichweite hast. Ja, das muss ich noch rausfinden. Aber ich muss sagen, gerade auch was das Navi, ich probiere gerade das Standard-Navi aus, was mir auch vorne alles schön auf dem Display, auf die Scheibe projiziert. Mit Pfeilen und alles, also ist schon schön bis jetzt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie weit ich wirklich fahren kann. Ich habe jetzt mal Himmelkron eingegeben. Ob ich bis dahin überhaupt komme? Ich denke schon. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie viel länger ich denn überhaupt brauche, als wie mit dem Passat. Also meine Fahrzeit ist jetzt berechnet mit, ich bin zu Hause 16:41 Uhr und jetzt ist es 11:07 Uhr so. Theoretisch genauso lange wie mit dem Passat. Kann ich mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und sagen wir mal realistisch. Ja, ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen. Ich fahre jetzt erst, mir sind die ganze Zeit nur 120. Ja, werden wir mal sehen. Ja, kurzes Update zu meiner Fahrt. Ich habe jetzt noch genau 117 Kilometer bis nach Himmelkron. Und ja, ich habe 64% Akku übrig, 281 Kilometer, also ich denke, das ist kein Problem. Ja, bis jetzt läuft alles ganz gut. Ich fahre jetzt auch nicht so langsam, also 130, 140, 150, also eigentlich genau wie ich es mit dem Passat gemacht habe. Ja, und der Travel Assist ist wirklich gut. Er reagiert echt super, auch in der Baustelle, was die Baustelle angeht. Er bleibt in der Spur, auch wenn keine Streifen da sind, wenn keine Fahrbahnmarkierung da ist. Ja, er zeigt dir halt sogar den automatischen Spurwechsel an. Das heißt, wenn er denkt, jetzt könntest du die Spur wechseln, zeigt er dir das an. Also bis jetzt macht es echt Spaß.
Ich habe noch nichts Negatives, was ich sagen kann. Mir werden alle Elemente vorn auf der Windschutzscheibe angezeigt, in der Fahrtrichtung. Ja. Wie gesagt, ich habe 278 Kilometer Restreichweite übrig und kann es so locker machen bis nach Himmelkron, was mich so ca. 280 Kilometer war. Also bis jetzt echt nicht schlecht. Auch vom Fahren her absolut super. Kann nichts Negatives sagen. Wenn mir was auffällt, sage ich es euch natürlich. Aber wie gesagt, top. Und Bad Berneck. Habe jetzt noch 164 Kilometer übrig und bin bei 37%. Das heißt, ich bin jetzt 290 Kilometer gefahren und habe immer noch 164 übrig. Also ich muss sagen, für mich ist es echt super und ich kann damit leben. Rechts abfahren und der B3 weil, in Richtung Bad Berneck. weil ich sowieso hier abfahre und was esse. Ich habe eh Hunger. Ja, hol mir noch einen Kaffee und dann, ich denke mal, ich lade den 15 Minuten, 20 Minuten. Ich lade den auf 80% und dann mal gucken, ob ich die anderen 280, 273 Kilometer danach fahren kann, ohne einer Zwischenladung. Jetzt links abbiegen auf Aber ich bin ganz 303. zuversichtlich und bin echt zufrieden, was das Fahren angeht. Und ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Laden natürlich klappt. Ich halte jetzt an den Ionity Chargern an und hoffe, das dauert nicht so lange. Theoretischerweise müsste es ja nur mit einer App funktionieren. Das heißt, ich habe in meinem Telefon schon alles eingespeichert, muss das theoretisch nur dran halten mit dem NFC oder Codescan. Also ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz zum Laden. Ja. Und muss sagen, als erstes, als ich die App, also wo ich alles angesteckt habe, habe die App dran gehalten, den QR-Code gescannt. Hat super geklappt, hat gleich gestartet mit Laden. Ja, ich gehe in die Tankstelle rein und auf einmal kommt schon eine Nachricht, Laden abgebrochen. Ihr Fahrzeug hat das Laden beendet, nach 3%. Ja, da habe ich gedacht, okay, ist schon ein bisschen komisch. Dann bin ich wieder raus, habe das alles nochmal gemacht. Das Auto woanders dran gesteckt und hat funktioniert. Ja, ich bin jetzt reingegangen, habe meine Wurst gegessen, war auf der Toilette, habe einen Kaffee geholt, den habe ich hier noch. Und bin jetzt bei 74%. Das heißt, ich war jetzt vielleicht 10 Minuten drin. Ja, 10 Minuten, bin bei 74%. Also wieder bei 353 Kilometern. Also ich kann eigentlich dann gleich weiterfahren. Bis jetzt sehe ich hier noch keine große Einbußung, wo ich so denke, scheiße, warum habe ich so ein Elektroauto? Ja, dass ihr das auch nochmal kurz seht, da sind die 76%, weniger als 2 Minuten, 359 Kilometer. Hallo. Ja, und schon geht's weiter. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ja, aber jetzt 20 Minuten habe ich mich jetzt hier aufgehalten an der Ladesäule. Ich denke aber mal, es ist ganz in Ordnung. Ich habe jetzt wieder 381 Kilometer, 80% geladen. Es hat mich 14, 150 Metern rechts abbiegen in die Bayreuther Straße. Es hat genau 14 Minuten gedauert. Also die Aufladung, die Ladezeit war bei 14 Minuten. Da war von 34 oder 38%, was ich hatte, auf 80. Jetzt zweite rechts abbiegen. Aber wie gesagt, halt der eine Abbruch, der hat halt wieder Zeit gekostet. Und jetzt habe ich mich gerade mit jemandem unterhalten, der hat auch einen ID.7, den GTX, und der ist an die Säule rangefahren. Und da hat es auch nach 3 Minuten abgebrochen. Dann ist er an eine ganz andere Säule gefahren und da hat es auch nicht funktioniert. Und jetzt fährt er an meine Säule. Ich weiß nicht, ob es an der Säule lag oder ob es an der Karte lag oder ob es an irgendwas lag oder keine Ahnung. Aber ich muss sagen,
hat gut funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es durchfahren kann. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich bin ganz Jetzt zuversichtlich, links abbiegen dass das und klappt. sofort rechts abbiegen in Richtung. Ja, also ich habe jetzt noch ungefähr knapp 100 Kilometer. Ich stehe jetzt im Stau. Habe noch eine Reichweite von 236 Kilometern, also komme ich echt gut hin, muss ich sagen. Und ich bin jetzt nicht so viel länger unterwegs als wie mit einem Verbrenner. Also ich bin echt überrascht, hätte ich nicht gedacht. Aber ich denke, ich werde in Dresden noch mal rausfahren, um noch mal schnell 15 Minuten zu laden, weil es liegt direkt auf dem Weg und dann habe ich zu Hause dann keine Probleme mehr. Dann hält das mal wieder eine Weile. Ja, jetzt ist es 15:44 Uhr. Ich bin losgefahren, ich glaube um 11 Uhr rum. Ja, ich denke, von der Zeit her ist es ganz gut. Mit den 15 Minuten insgesamt, ja, mit rein und raus, stecken, den Stecker und was weiß ich. Vielleicht mit den 20 Minuten Laden habe ich keine Probleme. Das Fahren ist ganz entspannt, nicht so hektisch, ja, mit einer Pause. Und wie gesagt, die Zeit ist fast gleich. 500 Metern. Ja, also ich bin jetzt in Dresden. Ich habe gedacht, ich halte jetzt hier nochmal an und lade nochmal voll das Auto. Ja, ich bin jetzt echt gut durchgekommen, aber das Problem war, es war in Chemnitz jetzt noch etwas Stau, Unfall und Berufsverkehr halt. Aber was ich sagen muss, ich habe definitiv nicht länger gebraucht als mit dem Passat. Ich wäre, wenn ich nochmal zurückfahre, werde ich nochmal ein Video machen, weil ich denke, bei einmal bringt nichts. Mache ich noch 2-3 Mal den Test von der Langstrecke, was die Langstrecke angeht. Und da werde ich mal ein Feedback geben, ob man das so lassen kann oder nicht. Aber bis jetzt, wie gesagt, bin ich zufrieden. Und ja, ich denke, man gewöhnt sich auch an das Fahren. Ist eigentlich ein echt entspanntes Fahren und bis jetzt gibt es nichts auszustehen. Und ich denke vielleicht, wenn man das eine Mal anhält und mal 20 Minuten lädt oder 15 Minuten, sagen wir mal, man lädt 15 Minuten, man hat eine Strecke von 500 Kilometern, man fährt einmal ran, lädt 15 Minuten. Ich denke, das kann man verkraften. Ja, also für mich ist das kein Problem. A few moments later. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Montag, 7 Uhr und ich mache mich wieder auf den Weg nach Stuttgart. Ja, als ich zurückgefahren bin, das erste Mal mit dem ID.7, muss ich sagen, war echt gutes Fahren. Ich habe insgesamt vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten länger gebraucht als mit dem Passat. Ja, das Fahren war sehr entspannt. Ich bin jetzt auch über das Wochenende gefahren, war auch echt gut. Als ich mal einkaufen gewesen bin, habe ich das Auto kurz draußen angesteckt, hat geladen und dann, ja, habe nichts weiter gebraucht. War nicht viel umständlicher als wie mit dem Verbrenner. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist Montag, jetzt fahre ich wieder nach Stuttgart und werden wir sehen, wie es jetzt so läuft. Aber ich denke mal, wird nicht anders werden als den Tag, als ich zurückgefahren bin. Bis jetzt kann ich nichts Schlechtes sagen. Das Auto parkt allein ein. Das Auto fährt halbwegs allein auf der Autobahn. Ich muss nichts weiter machen. Man gewöhnt sich dran. Ja, also bis jetzt habe ich es nicht bereut. Spannend. Ich habe noch 106 Kilometer bis nach Himmelkron, was genau die Hälfte ist. Da muss ich nicht unbedingt laden, aber ich kann laden, weil da halte ich sowieso an und deswegen ganz entspannt. Ja, was ich ein bisschen langsam finde, ist der assistierte Spurwechselassistent. Ich meine, braucht man nicht, kann man haben. Wenn man den Travel Assist drin hat, das heißt, ich mache den Blinker und das Auto lenkt automatisch.
oder lenkt allein auf die andere Fahrbahn. Ja, das geht etwas langsam, manchmal bricht es ab, aber so ist ganz interessant und auch in der Baustelle fährt der Travel Assist ganz in Ordnung, ganz entspannt. Ja, also Probleme sehe ich jetzt noch keine. Bis jetzt ist noch echt gechillt. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann irgendwann mal nach Feldhofen fahre oder wenn ich dann noch weitere Strecken fahre, ob es dann schlimmer wird, aber wie gesagt, ich habe mit dem Laden kein Problem. Ich habe es mir auch ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt und länger, aber bis jetzt alles im grünen Bereich. So, jetzt ist es Punkt um 10 und ich bin mit 205 Kilometer Reichweite hier angekommen. Ja, ich denke, es ist gar kein schlechtes Ergebnis. Ich habe einen Verbrauch von 16,4 Kilowatt. Ja, 2 Stunden 47 für 269 Kilometer, also ich denke, es ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt werde ich schon mal laden, werde noch was Kleines essen und dann fahre ich weiter. Ja, ich bin jetzt angekommen am Autohaus in Stuttgart und ja, jetzt ist es 13 Uhr. Wann bin ich los? 7 Uhr. Ja, ich muss nochmal zurück. Also 7:30 Uhr bin ich los. Jetzt ist es 13 Uhr. 13:18 Uhr. Also ich denke, es ist ganz in Ordnung, wie ich gefahren bin. Ich habe 2 Pausen gemacht. Also einmal habe ich was gegessen, da habe ich einen Ladestopp gemacht. Und dann habe ich mir noch schnell einen Kaffee geholt. Aber ich denke, die Zeit ist echt gut gewesen. Ja, wie gesagt, bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen und ich habe es nicht bereut. Ich werde sehen, wie es mal in Zukunft ist, wenn ich längere Strecken fahre. Ich werde es auf jeden Fall berichten, wenn ich mal nach Belgien fahre oder wenn ich mal nach Holland fahre. Oder ja, wenn ich mal woanders hinfahre. Aber jetzt die Strecke zwischen Neustadt in Sachsen und Stuttgart bzw. Ditzing ist für mich kein Problem. Das ist echt gut zu machen. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit, also ich bin gefahren zwischen 140, 130. Ja, schneller bin ich diesmal nicht gefahren und vielleicht werde ich das nächste Mal probieren, gucken, wenn ich langsam fahre, wie weit ich überhaupt komme mit so einer Ladung. Aber 350 Kilometer bzw. 400 Kilometer sind machbar ohne Probleme. Und ich denke, das ist für jedermann, der sagt immer, Elektro ist scheiße und ja, ich meine, im Endeffekt muss jeder selber wissen, aber ich habe damit kein Problem. Und die 14 Minuten oder 15 Minuten kurz an der Ladesäule, für umgerechnet 13 Euro habe ich gezahlt übrigens fürs Laden. Ich denke, es ist okay. Also, folgt mir für mehr Videos und ich denke, ich werde noch ein bisschen was Spannendes bringen. Ich werde noch ein paar Tests machen, werde ich noch was zeigen, was den ID.7 angeht. Und wenn es nicht beim ID.7 ist, dann auf jeden Fall bin ich wieder mal unterwegs und ich zeige euch die Welt. Also kommt mit.